Peace, Bro, was geht ab? Ja, Alter, Benzinpreise bei 1,60. Ja, ich glaube, ich weiß schon, an was das liegt, Mann. Es liegt daran, dass die Pipeline da vor kurzem gehackt wurde. Weißt du, in Amerika. Ja, okay. Alter, ja, mach ich, Digga. Okay, mach ich. Ja, Mann, wünsche ich dir auch. Ja, pass auf, ich kläre jetzt einfach schnell die Welt kurz auf und dann sehen wir uns später. Peace. Hey, Cybersecurity. Be part of IT. Es wurde einmal wieder die Infrastruktur attackiert. In Amerika wurde vor kurzem ein Hackerangriff auf einen US-Pipeline-Betreiber gestartet. Dieses sorgte dafür, dass die Pipeline nicht mehr benutzt werden kann und inzwischen nur noch ein, zwei wenige kleinere Pipelines zur Verfügung stehen. Eine Ransomware-Attacke hat das Ganze hervorgerufen. Kurz erklärt, was ist Ransomware? Ransomware ist einfach eine Schadsoftware, die kein bestimmtes Ziel hat, sondern einfach irgendwo ins Internet geladen wird und darauf hofft, dass ein Nutzer darauf zugreift. Außerdem kann aber Ransomware auch explizit auf einen PC geladen werden von einem Nutzer oder, wenn ein Hacker das so will, eben eine Schwachstelle ausnutzen und dann hier auf das System gelangen. Ransomware tut meistens den PC verschlüsseln oder Daten verschlüsseln und verbreitet sich im ganzen Netzwerk. Deswegen ist es hier auch so kritisch, da eben viele PCs nicht mehr verwendbar sind und es eben ziemlich viele Sicherheitsvorfälle gibt, die die Pipeline eben beeinträchtigen und die entscheidenden PCs infiziert, die eben die Infrastruktur und die Pipeline managen. Außerdem wollen sie natürlich nicht, dass sich die Software weiter ausbreitet und müssten natürlich so ihr ganzes Netzwerk kappen, was auch wiederum extrem viel Arbeit ist. Danach müssen sie dann auch eventuell noch ihr ganzes System überprüfen, ob irgendwo eine Ransomware übersehen wurde oder ein Ableger der Ransomware und ob irgendwelche Türen weiterhin offen sind. Natürlich müssen sie auch herausfinden, wo kommt diese Ransomware überhaupt her. Kommt sie entweder von einer Sicherheitslücke oder hat sie ein Mitarbeiter oder ein externer Mitarbeiter in das System eingeschleust. Durch diesen Angriff sind jetzt keine Rohöl- und Benzinvorräte mehr vorhanden oder nur noch sehr wenige und sie sind jetzt gezwungen, andere Staaten, die nicht betroffen sind, dazu zu bringen, eben Öl zu verkaufen und anzuliefern. Das Ganze reicht aber nicht, deswegen hat sich Amerika dazu entschieden, Europa um Hilfe zu bitten und jetzt liefert natürlich Europa auch Rohöl und Benzin nach Amerika. Das wiederum führt dazu, dass wir höhere Benzinkosten und Rohölkosten haben. Das merkt man natürlich jetzt bei uns auch an den Tankstellen, denn wie gesagt am Anfang, die Preise sind bei 1,60, zumindest bei mir in der Nähe. Und ja, es könnte sein, dass es noch weiterhin steigen wird. Es wird davon ausgegangen, dass diese Sicherheitslücke oder dieser Hackerangriff und die Schaden davon bis Ende der Woche behoben werden und diese Pipeline wieder läuft. Nichtsdestotrotz müssen die ganzen geleerten Vorräte in Amerika jetzt wieder aufgefüllt werden und das kann sich auch noch eine gewisse Zeit ziehen. Was lernen wir jetzt daraus? Es ist wichtig, dass ein Unternehmen IT-Sicherheit betreibt, sprich Mitarbeiter schult und eben auch regelmäßig auf Schwachstellen ihr Unternehmen untersucht. Außerdem ist es eben extrem wichtig, dass man einen Notfallplan hat, wenn sowas geschieht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Sicherheitslücken bald geschlossen werden, die Systeme wieder alle desinfiziert werden und dass es wieder weiterläuft. Denn ansonsten könnten wir extrem hohe Benzinpreise bekommen und das wird natürlich keinen von uns freuen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, ein Abo und ja, ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag und wir sehen uns mit Sicherheit. Peace.